Meine Frau und ich haben vor 35 Jahren unseren Betrieb auf Bioland umgestellt und haben uns sehr intensiv eben mit dem Wesen unserer Kühe beschäftigt. Wir haben einen Milchviehbetrieb mit Milchverarbeitung, Heumilchbetrieb und haben gesehen, dass eben die bisherigen Kleegras-, Kräuter- oder Kunstwiesenmischungen den Ansprüchen für die Gesundheit der Kühe zu wenig entsprechen. Und ich habe mich dann auf den Weg gemacht und habe inspiriert von einem Schweizer Versuch gelernt, dass das Immunsystem der Kühe, die auf der Alm waren, besser war wie die Kühe, die unten auf der Weide waren. Das hat mich dann so weit inspiriert, dass ich gesagt habe, ich versuche einfach die Artenzusammenstellung vom Berg runterzuholen ins Tal. Der Anteil der Gräser ist ungefähr 20%. Dann eben die Kräuter und die Leguminosen machen den Rest aus. Hier natürlich die Luzerne, die super tief wurzelt, die geht zum Teil bis 4 Meter runter. Super trockenheitsresistent, Königin der Futterpflanze, muss eigentlich in jedem Betrieb dabei sein. Der Rotklee, bitte hier den Wiesenrotklee nehmen, also den Mattenklee, weil der eben nicht so dominant ist. Der Weißklee kann man gerne in Mischung nehmen, die auch im Blatt ein bisschen ertragreicher sind. Die Espasette ist eine tolle, auch schöne Futterpflanze, ist ertraglich schwächer, hat aber eine super Wirkung auf Darmparasiten, zumindest bei Kleinwiederkäuern. Der Hornschottenklee ist auch eine alte Kleeart, die ein gutes Wurzelsystem hat. Der Hornklee hat auch viele sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, um zum Beispiel die Methangasbildung zu verringern. Gelbklee ist ja eine Art Luzerneart, die auch tiefer wurzelt. Gute Futterpflanze. Die Wiesenrispe ist bekannt als ein tolles Futtergras. Timothy, hervorragendes Futtergras. Durchwurzlung könnte ein bisschen besser sein. Dann die wilde Möhre, gibt auch viele sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe. Der Spitzwegerich als grüne Futterpflanze mit den höchsten natürlichen Antibiotikagehalt. Und Knut Schmidtke hat ja in tollen Versuchen gezeigt, dass der Spitzwegerich zusätzlich sogar noch Wurzelextradate ausscheidet, die verhindern, dass Ammonium zu Nitrat abgebaut werden. Schafgarbe ist bekannt, dass sie wirklich auch eine Heilpflanze ist. Und der Kümmel ist nicht nur Heilpflanze, der hilft auch zum Beispiel wieder Methangas zu verringern und ist natürlich zum Schluss auch für den Geschmack der Milch durchaus mit verantwortlich. Der Wiesensalbei und auch die Wegwarte, die vor allem in trockenen Jahren einfach sicherstellt, dass man in trockenen Jahren wirklich auch noch was zu fressen hat für die Kühe. Das sind alles Kräuter, die wirklich die Gesundheit der Tiere, die Fruchtbarkeit der Böden verbessern und was mir persönlich ganz wichtig ist, dass wir auch zum Schluss unsere blütenbestäubenden Insekten wieder fördern. Zum Beispiel der Spitzwegerich, der blüht spätestens 14 Tage nach dem Schnitt, blüht er bereits wieder, der Weißklee blüht wieder, die Luzerne blüht, sodass ich, obwohl ich jetzt einen Kunstfutterbau habe, eigentlich ein permanentes Angebot habe von grünen Futterpflanzen, die helfen, dass unsere blütenbestäubenden Insekten wieder überleben können. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass seit 50 Jahren bekannt ist, dass eben blütenbestäubende Insekten bei der Bestäubung Kreuzhefen, die selber bilden, im Bestand hinterlassen. Und diese Kreuzhefen haben zum Schluss eine gesundheitsfördernde Wirkung für die Kühe. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir durch die Vielfalt ein Futterangebot für die Kühe haben, das wirklich dem Wesen der Kühe wieder entspricht, dass wir gleichzeitig für unsere blütenbestäubenden Insekten wieder über die Vielfalt wieder vom Aussterben retten können. Das dritte ist, dass durch die intensive Bodendurchwurzelung im Vergleich zu klassischen Fellfuttermischungen die Wurzeltrockenmasse um 30% erhöht ist und damit kann ich effektiv wirklich sehr gut Humus aufbauen. Und dann, mein Gott, jetzt komme ich wieder auf den Spitzwegerich, wenn der verhindert, dass eben Ammonium zu Nitrat abgebaut wird, dann heißt das ist auch ein Segen für den Trinkwasserschutz. Ehrlich gesagt wäre es mir ein dringendes Anliegen, auch für die Forschung, dass wir solche Mischungen so zusammenstellen, dass zum Schluss das Eiweiß-Energieverhältnis in der Fütterung der Kühe wieder ausgeglichen ist. Und dass wir nicht eben über die Kleegrasfütterung zum Schluss wieder ausgleichen müssen, zum Beispiel mit Körnermais oder mit Getreide, sondern dass ich vom Kleegras oder von der Wiese ein Futter habe, das dem Wesen der Kühe entspricht.